Guten Morgen! Moin moin! Also die neuen Batterien scheinen gut zu funktionieren. Wir hatten keine Probleme mehr mit dem Starten und ich hatte die NATO-Knochen sogar dran gelassen die letzte Nacht und es hat sich nichts von alleine entladen. Also das scheint alles in Ordnung zu gewesen. Das Problem war wirklich die eine Batterie. Genau. Ja, und für uns geht es jetzt auch gleich weiter, so richtig krass. Wir versuchen jetzt mal auf 2000 Meter hochzufahren und schauen, wie der Düdo da performt, so hoch über dem Meeresspiegel. Es geht für uns in die Kashgar Mountains. Ich bezweifle, dass wir da hochfahren werden. Wir werden eher hochkriechen. Ja, genau. Ja. This is slowly but steady, ready to take off and start the engine. Over. Wir sind auf 2300 Meter. In der Nähe des Khatschadagis machen wir eine Rundwanderung von, die haben wir uns jetzt hier rausgesucht, 12 Kilometern, soll 5 Stunden dauern und 1000 Höhenmeter hoch, 1000 Höhenmeter runter. So, wir sind jetzt auf 2800, 2900 Metern und wir müssen noch ungefähr 500 Höhenmeter weiter rauf. Und ich muss sagen, also ich merke, ich mag die Höhe auf jeden Fall. Es wird immer anstrengender. Wir sind kurz vorm Finale oder dem Höhepunkt unserer Wanderung. Wir sind auf 3150 Metern und kraxeln hier gerade so ein ganz steiles Stück hoch und der Höhepunkt unserer Wanderung ist auf 3250. Also wir müssen uns jetzt irgendwie noch 100 Meter hochkämpfen und dann gibt es erstmal ein schönes Picknick und dann werden wir wieder zum Bus zurückwandern. Aber nicht die gleiche Strecke, sondern den Rundkurs. Jetzt gibt es die verdiente Brotzeit. Wir haben es geschafft. Wir sind auf 3270 Metern und haben damit den höchsten Punkt unserer bisherigen Reise erreicht.
haben es geschafft. Wir sind wieder unten. Da unten ist das Dorf und da steht der Dido. Jetzt müssen wir noch die letzten 50 Höhenmeter runter. War schon ganz schön anstrengend, aber war richtig geil. War richtig schön. So, zweiter Tag in den Bergen und wir versinken gerade im Nebel. Wir fahren jetzt noch mal ein Stückchen höher, aber man erkennt so gut wie nichts. Das hier ist die Straße. Wir wissen noch nicht genau, ob wir sie weiterfahren oder nicht. So, jetzt gibt's Frühstück. Und was gibt's? Porridge mit Obst und Nüssen und Malte hasst Porridge. wir haben kaum noch Brot. Wir sind schon sehr lange in den Bergen und jetzt muss ich Porridge zum Frühstück essen und ja, das macht mir immer richtig gute Laune. Ja, läuft! Ja, wir sind von unserem Ort in den Bergen losgefahren und ich konnte jetzt leider nicht mehr filmen, weil es einfach, es schüttet so krass. Hier kommt gerade so eine Masse an Wasser runter. Das ist echt abgefahren. Jetzt habe ich sie. Hey, siehst du das, wie das da oben runterfällt? Da, den Hang, siehst du das? Ja. Das braune? Oh, aber jetzt, nee, ich habe es nicht mehr aufnehmen können. Aber es sieht krass aus, oder? Ist das krass. Ey, und ganz ehrlich, Es warum, ist so warum krass. fahren die denn jetzt schon wieder hinterher? Das ist unglaublich. Ich muss jetzt mal hier aussteigen. Irgendwie die Straße hier, wo wir gerade stehen, also da kam irgendwie ein Stück vom Hang runter und jetzt geht es erstmal nicht weiter. Aber alle Leute haben irgendwie in zweiter Reihe geparkt und jetzt kommt das Bergungsgerät kommt jetzt auch nicht mehr durch. Das ist einfach. So, das hier ist anscheinend die Stelle. Krass, ey, das ist aber echt, das ist noch ein Rutschung. Ja, krass, man ist alles runtergekommen, ey, die ganzen Bäume. Ja, das mussten die erstmal freiräumen. Boah, das sieht ja echt heftig aus. Guck mal hier auch, also es ist vielleicht schon älter, aber... Boah. Ah, guck mal, hier ist der. Wir wollen ja in den nächsten Tagen ganz schön viel Strecke machen und deswegen werden wir jetzt vorher nochmal die Vorderräder und die Hinterräder tauschen. Wir haben nämlich einfach schon hinten viel mehr Profil abgefahren als vorne. Wobei, wir haben uns gerade nochmal gemessen, anscheinend haben wir vorne noch 7 mm Profil und hinten noch 5. Aber wir machen das trotzdem jetzt einfach mal, weil wir haben einfach viel Strecke vor uns und genau, sollte man einfach mal machen. Jetzt macht ihr es mit wie viel Hunden? 170. Mit 170 Newtonmeter. Ja. No problem, the dirt. No problem. Don't worry. We are make it in 30 years. We stay here. Yeah, 30 years. For sure it will be fine. This is so down. Hier ist uns die Karkasse gebrochen
Und jetzt montieren wir unseren Ersatzreifen. Ehrlich gesagt, ist mir das bei den letzten 2 Mal sogar, hier ist er auch gebrochen. Krass. Ja. Das heißt, Die sind von der 52. Woche 2010, also die sind fast von 2011, die sind 9 Jahre jetzt alt, die Reifen. Ist eigentlich noch nicht extrem alt, also sowas sollte nicht passieren. Ich weiß nicht, wodurch das gekommen ist, vor allen Dingen auch gleich an 2 Stellen. Ja, wir sind krasse Straßen gefahren, kannst du damit sogar. Hätte der platzen können? Ja klar, ey, so kann der platzen, ja. Das ist ja richtig gefährlich, oder? Ja, ist ja halt einfach ungeil. Wir haben jetzt die Hinterreifen und die Vorderreifen getauscht. Ja, und krass war natürlich jetzt, dass wir irgendwie diesen Karkassenbruch erst jetzt festgestellt haben. Hatten wir richtig Glück. Ja, nicht, dass der uns irgendwie, weiß nicht, auf der Straße plötzlich mal irgendwo geplatzt wäre. Jetzt haben wir allerdings kein Ersatzrad mehr. Also wir haben natürlich den Reifen mit dem Karkassenbruch haben wir jetzt noch dabei. Aber auf jeden Fall kein intaktes Ersatzrad mehr. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo eins auftreiben, vielleicht in Istanbul. Oder wir haben in Berlin noch einen Ersatzreifen. Tja, wir mussten jetzt gerade noch mal hier beim Bergauffahren anhalten. Irgendwie haben wir echt Probleme mit der Motortemperatur, dass wenn wir Steigungen bergauf fahren, der Motor ziemlich schnell überhitzt. Allerdings ist es ein bisschen komisch, weil wir waren ja gerade in den Kashgar Mountains und sind da auf 2400 Höhenmeter hochgefahren. Und es war auch, also es ging wirklich innerhalb von kürzester Distanz, hat man sehr schnell an Höhe gewonnen. Das Thermometer? Ja, guck mal. Relativ steile Straßen, langsam hochgefahren und hatten da gar keine Probleme. Und jetzt macht der Motor hier irgendwie gerade wieder, weiß ich nicht, will nicht so richtig, wie wir wollen. Verstehen es nicht richtig. Wir warten jetzt mal hier. Also eben hat das Thermometer 120 Grad angezeigt, aber wir haben auch die Vermutung, dass das Thermometer nicht so richtig funktioniert, was wir dabei haben. Genau, wir lassen den Motor jetzt mal abkühlen und dann müssen wir auf jeden Fall gleich mal Kühlwasser checken.